Willkommen und weitergehoppelt. Dieses lustige Spiel, das sich da Disco Elysium nennt. Wir sind immer noch am ersten Tag, aber wir haben noch nicht genug Geld, hallo Rock, um die Nacht zu bezahlen, weil wir irgendwie noch ein paar hundert Taler brauchen. Wir sind übrigens gerade auch fertig. Ich habe die weiße Trauer. Wie weit bin ich eigentlich noch vorbei? 1,5 Stunden. Wie lange hält das Ding hier eigentlich? Ja, Bündnis in aller weißen Würfelproblem für Ausdauer freigeschaltet. Der andere für Ausdauer auf 4 erhöht. Läuft das irgendwann ab? Eigentlich? Der volumetrische Dingsbums hier. Psychische Grundwerte, weiße Trauer, Elektrochemie, Chemie, Konstitution, Grundwert und gleich feministische Agenda. Die Elektrochemie, das achtet sich gerade. Was auch immer die Elektrochemie ja nicht. Ja, ich müsste dazu die Finger von Drogen lassen. Ach so! Ah. Okay, ich würde wahrscheinlich der Elektrochemie wahrscheinlich. Warum sag ich denn mal Chemie? Der Elektrochemie wahrscheinlich Punkte geben, wenn ich jetzt mir doch diesen Drink hole, was ja meine eine Quest ist, ne? Ja. So, genau, wir lassen das erstmal hier, das Fallbuch. Was machen wir jetzt am schönsten eigentlich? Ich habe mir nur aufgeschrieben, weil wir wissen, wir könnten aber eigentlich jetzt ein bisschen durch die Gegend laufen und noch mit Leuten reden, oder? Das sind ja nicht für Käfige. Das ist ein Tierwagen, oder? Ja, reden wir einfach mit diesen netten Herren hier. Guten Tag, ich habe eine Brechstange. I am a gander and a hunter and a gatherer. Feel like a traveler. Tommy Lee Home. Ernsthaft? Nun gut. Also er heißt auf gut Deutsch Tommy der Mann. Aber die Art und Weise, wie es auf Französisch geschrieben ist, wirkt so ein bisschen wie irgendeine Hommage an jemanden. Okay, der fühlt sich wie ein Gammel, das ist ja schön. Experimentiert mit der Betonung. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. Ich vertrete das Gesetz! Das ist immer ein guter Anfang, wo ich gesagt du hörst weiter zu. From another planet. Hey there. Oh. Was ist hier los? Ich vertrete das Gesetz. Was ist hier los? Ich weiß nicht, ich sage einfach mal, ich vertrete das You Gesetz. sure are, my man. Er lächelt eindringlich. Was ist hier It's los? the jam, my man. Er zeigt auf der auslehnenden Geste, zeigt er auf die vielen Lastwagen. Achso, hier ist ein Stau. Das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. The air from the east is thick with the smell of crude oils, heavy metals and other byproducts of the modern era. You can almost taste it. Die Beiprodukte der modernen Ära. Vor allem ist der Stau hier nicht schon den ganzen Tag. Also ich bin ja am Morgen nicht so weit nach Süden gegangen, oder war das die ganze Zeit hier, oder? Ein Stau? It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all around clusterfuck. Ich weiß nicht, Riesenscheiß übersetzt mir das Wort Clusterfuck irgendwie nur so unzureichend, finde ich. Aber gut, die Situation ist also eher unideal. Meanwhile, we're all stuck here in long haul limbo for days upon days upon days. Ach schön, wir haben endlich das Wogen geklärt. Wir sind in der Hölle. Yay! Yeah, exactly. Geht doch direkt darauf It's ein. official. He too agrees. This is the antechamber of the afterlife. Danke, liebe Konzeptbildung. Wir sind an Anti-Chamber of the Afterlife. Ach schön. Der Vorraum zur Hölle. So, wann sind wir denn hier? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Masutdämpfer? Was soll das denn Masut? Ich hoffe, jetzt kommt hier gleich die Enzyklopädie um die Ecke und verrät mir, was zur Hölle eigentlich Masut ist. Unabhängig davon, wie genau ist Katsuragi denn mit seinem Auto hierher gekommen, wenn die ganze Zeit Stau ist? Oder geht das nur den Hafentoren? Mazout is an antiquated term for heavy fuel oils. This man has a barely suppressed performative streak. Or he just likes unusual words. Or both. Also er hat entweder einen Hang einen verhohlenen Sinn fürs Theatralische oder ein Faible für ungewöhnliche Wörter. Ich fahre auf den Stilabmann, sehr extravagant ausgedrückt, aber ich komme noch mit. Ich verstehe nicht ganz, was Sie gerade gesagt haben. Können Sie das nochmal sagen, nur ein wenig schwerfälliger? Nein, ich fahre voll auf seinen Stil ab. Yeah, imagine. It's been a whole week already. Er lacht spöttisch, erfreut, dass dir sein Stil gefällt. Er wartet hier schon eine ganze Woche, also so lange wie die Leiche schon fällt, also seitdem es kalt ist. Also wahrscheinlich ist die Tore zu und die Leiche, das fällt ja irgendwie sehr ins gleiche Zeitmuster, nicht wahr? Behind the laugh, however, a touch of sorrow. Ah, danke, liebe Empathie. So tell me, what do you need? Haben Sie ein paar Real für einen einfach Malocher? Ja, ich weiß nicht, alle Leute anzubetteln, schreibt mir. Dann könnten wir zumindest die Karte kaufen, wenn ich noch 25 Taler finde oder so. Was sind das über den Toten? Was sind das über diesen Streik? It's like, whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands.
No way in or out. Mhm. Also er weiß auch nicht so richtig, was hier los ist. Das ist ja schön. Was für Forderungen wollen die denn? Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. Ein Kraner, macht das nicht im ersten Leute arbeitslos? I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. Die Unterhändler kennen sich also aus. Yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. Wir werden der Dame sicherlich bald über den Weg laufen. Ah ja, es ist eine Unterhändlerin. So. Na, das ist für die Firma, ne? Die will wahrscheinlich, dass die Budi einfach weitergeht. They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Ka-ching. Er ahmt eine klingende Kasse nach. He doesn't blame them, but he's not on their side. That's for sure. Ein neutraler so. Ist das noch was ich jetzt Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. I have things to do and places to be. Schön. Wer ist denn wir? Us lorry drivers. Cam, your nurse. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Also die meisten Leute, also die meisten Wagenfahrer sind schon lange weg und werden irgendwie betrunken oder high. Und wollen hier nicht mehr neben mir im Auto stehen. Das heißt, wir könnten also plündern. Und er nennt sich vor allen Dingen Kamineurs. Also wieder ein französisches Wort. Warum ist er noch hier? Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. Also er meint, dass die vergänglichen Genüsse sind ihm nichts mehr. Er mag es lieber, das Beobachten und den Blick am Horizont zu haben. In seinen Augen funkelt etwas. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him, as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Empathie beachtlich 13, 28. Was siehst du in seinen Augen? Ach komm, wir versuchen es einmal. Das ist ein weites Skillcheck, ne? In his eyes, wow, an unfamiliar longing. Flecks of brown and gold. Braun und goldener Tupfer? Vertraut inwiefern? Er möchte zurück zu seiner Frau. Oder Mädel? It's hard to say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. War das im Südwesten? Excuse me? Er wacht aus seinem Tagtraum aus. Sein Blick wandert zum Südwesten, zum Horizont. Wie schön. A flinch jolts his frame. The question has touched a nerve. Ich bin Polizist, ich kann alles wieder hinbiegen. Sie können es mir sagen, wirklich. Sehnsucht kann ich nachvollziehen. Seit ich aufgewacht habe, spüre ich etwas Ähnliches. Ich versuch's mal mit dem Winkel. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know? Kann nichts dagegen machen. Also, sie hat die Sehnsucht danach, aber gleichzeitig aufgegeben. I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way. Waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit. So far from home. Achso, er kann also nicht einfach so wie sein LKW hier stehen lassen und abhauen. Diora, wie ist das, wenn jemand einfährt? Das ist auch eine schöne Frage, die man nur als komplette retrograde Amnesie stellen kann, oder? Nein, Diora. Diora of the Seven Seas. It's on the other end of Le Caillou, pretty much. On another island called Laurentide, off mainland. We've got a little place there. Can almost hear my kid laugh when it snows. Das ist so nostalgisch und Dennis ein Lastwagenfahrer? Ist vielleicht auch nicht so die beste Idee, oder? Wie ist das, wenn dann jemand einfährt? What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. Huh. What about you, cop man? You missing someone? Also er meint, er denkt darüber nach, wie es wäre, wenn er mit seinen Kindern spielen könnte, mit ihnen zusammenzuleben. Und das ist diese Erinnerung und dieser Traum, das hält ihn irgendwie so ein bisschen zusammen. Und das scheint ihn irgendwie aufzuheitern. Und jetzt fragt er mich als Copman, wie es mir dabei geht, was ich vermisse. Is that what it is? This feeling? Das Innenleben. No, it's scarier than that. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow. And the past. Spanks, du wirst gejagt von einem Menschen, der nach Aprikosen und Kummer riecht. Und nach der Vergangenheit. Danke, liebes Zwielicht. Zwielicht ist auf jeden Fall eine super Stimme, auf die man auf jeden Fall hören sollte. So, mir fällt gerade so ein, warum hier das Licht so ein bisschen komisch aussieht. Ah, besser.
Mir fehlt jemand, aber ich weiß nicht wer. Ich habe das Gefühl, gejagt zu werden. Hallo, Steff. Ich weiß nicht, wer mir fehlt. I feel for you, my friend. It's bad enough to know who you miss. Missing like that doesn't feel like it has much of an upside. Achso, er meint, er weiß genau, wie ich mich fühle, weil nicht zu wissen, wie man vermisst, ist natürlich irgendwie doch schlimm, weil kann man sich ja nicht mal wie vorstellen, wie man da hinaus möchte. But, thanks for this. It's nice to talk to someone, and I know it wasn't easy to ask. I hope you find your way through your own troubles. Tja. Okay, jetzt ist, glaube ich, die günstige Gelegenheit, nach Kleingeld zu fragen. Huh? Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. Plötzliche finanzielle Verpflichtungen wecken ihn aus seinem Dusel. Das ist schön. Wer sind denn die? The bosses, man. Oh, ich könnte wieder meinen inneren krass Massenauf, wenn ich einen zweiten Run machen würde, wie würde ich den spielen? Krass Massenauf mit volle Stärke und volle Dick. Aber eigentlich müsstest du ja Intelligenz sein. Ich müsste irgendwie volle Stärke und volle Intelligenz haben, aber null Geschicklichkeit, oder? Oder irgendwie so ein Muskel-Karl Marx? Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht, für wen diese Bosse sich halten, aber es klingt nach einer guten Regelung. Für sie. Sie sind also pleite. Verstanden. Was wollte ich noch fragen? Nee, ich rühre jetzt ja auf. Yeah, it sure ain't good for me. Or you. I'd spare a coin or two for a city cop down in his luck. If I had saved 4 myself. Wenn er selber 4 oder so hätte. Ah ja. Na gut, dann fragen wir mal nach den Toten hinterm Hostel. Ich meine, er ist ja schon die ganze Zeit hier, aber er ist ja erst seit 7 Tagen, nicht seit 8 Tagen hier. He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. Was ist denn, wenn er hier seit 7 Tagen auf seinem Truck sitzt? It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Was hat er so Schönes gemacht in letzter Zeit? Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Oh ja, also er hat sich mit den fundamentalen, strukturellen und psychologischen Bedingungen von im Stau steckenden Lastwagenfahrern auseinandergesetzt. Ask for his conclusion. Und was ist daraus geworden? Danke, liebe Konzeptbildung. A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Und der meint, er ist überrascht, dass es nicht noch mehr Leichen in den Bäumen gibt. Ja, aber was transportiert er? Will er uns das verraten? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Ah ja, illegale Schusswaffen. Ja, denn have a great day. Relax. He's merely joking. Sie sind festgenommen. Klasse, ich wollte schon mal einen Kumpel in der Unterwelt. Ha, no, I'm joking, my man. Found runs a nice, clean business. This haul of cargo is mostly sporting goods. You know, tracksuits and that kind of thing. Tracksuits. Ich warte also noch darauf, bis ich Dock-Arbeiter in Adidas-Klamotten finde. They usually get shipped to Grad in the Occident. Though we've been making headway in the Il-Moran market lately. Was auch immer der Il-Moran, was meinst du, nach Grade und den Occident verschippt? Schön, dass du bist im Sonntagsmodus, Steff. Das Ding ist, ich war am Freitag war ich im Samstagsmodus, am Samstag war ich im Freitagsmodus, gestern war ich tatsächlich wirklich im Sonntagsmodus und heute ist auch so Sonntag. Ich muss mich die ganze Zeit daran erinnern, dass heute Montag ist und dass ich einen Streamplan habe, der unabhängig von Feiertagen ist. Ich habe übrigens tatsächlich diese Woche Urlaub, aber davon werdet ihr wahrscheinlich eher nichts merken. Ich bin immer noch überlegen, ob ich am Donnerstag und Freitag einfach Hardcore Elden Ring durchzocke. Auf der anderen Seite reichen 16 Stunden nicht aus. Und ich weiß genau, dass ich nicht 8 Stunden am Tag zocken werde. Das mache ich nicht. Das kann ich gar nicht mehr. Ich kriege noch 6 Kopfschmerzen. Spätestens. Also werde ich das auch nicht machen. Naja. Ja, was ist denn hier die Maschine? Kann ich einen der Falltrainingsanzüge aus ihren Lastwagen haben? Oh, ich kann ihn den abkaufen? Ich glaube, das fällt auf, oder? Also alles völlig legal? Das ist ja langweilig. Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. Na gut, ist das hinter in der Ecke ist wahrscheinlich sein, aber da steht auch gerade Fallen drauf, ne? This rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? Er zeigt mit dem Daumen auf den Lastwagen. Das sind nicht für Schwerlastmaschinen. Habe ich eine Ahnung davon? A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6? Es ist ein Fallen E6. Also die Firma, die die Tracksuit herstellt, ist doch die gleiche, die die Wagen herstellt. Das ist aber ein seltsamer Zufall. Camion ist, glaube ich, das französische Wort für Auto. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ich weiß nicht, ob es genauso geschrieben wird. Das hört sich zumindest an. Ja, diese Lastwagen sind schon nicht schlecht. Aber ich mich dafür interessiere eigentlich nicht. Ich habe nur gefragt, weil, keine Ahnung, muss ein Polizistenreflex gewesen sein. Nein, ich frage mal, ich traue meiner Enzyklopädie. Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. Ja, er hat schon viel Zeit mit auf der Straße There verbracht. it is again.
A little touch of sadness beneath his cool. He thinks he's spent too long in this lorry. Zu viel Zeit in Dingsbums. So, krieg ich einen der Trainingsanzüge? We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Schade, ich krieg nicht umsonst einen Trainingsanzug. Aber ich weiß, dass er welche hat. Also, falls das nochmal aufkommt, wird das Thema, was ich reinschleichen muss oder so bei der Mafia, da ist er. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Ja, Tramme, gut. Ich habe immer wieder Angst, dass ich Dinge kaputt mache, wenn ich sie fallen lasse. Ich würde gerade hier meinen Stift nehmen, um mir eine Notiz zu machen, dass der Lastwagen Tracksuits hat. Und Wirlen und Rex heißt die Bude, ne? Und hab dann irgendwie den Füller aus Unachtsamkeit fallen lassen. Und hätte ihn aber beinahe durchgebrochen, weil ich den halt so gefangen habe. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Oder das Ding ist stabiler, als man meinen könnte. Solange man das... Diese Füller hier, die ich hier benutze, die sind aus Plexiglas gemacht. Und das Problem ist, wenn die auch nur einen Tropfen Isopropanol abkriegen, werden die spröde zerbrechen. Und ich mache gerne Sachen mit Isopropanol sauber, weil das halt so... Das ist ganz gut fettlösend, sag ich mal. So, schönen Tag noch. Don't be a stranger. Schauen Sie mal wieder vorbei. Zum Abschied macht er eine Geste mit 2 Fingern. Oh. Hey. Psst. Du siehst dich um. Hey. Okay, ich? Yes, you. Word on the street is you're ready to start building communism again. Was? Jetzt hat direkt... Ach, weil ich jetzt wieder gegen die Bosse gewählt hätte. Jetzt mache ich noch... Okay, ich mache jetzt doch noch den krassen Maß noch voran. Den machen wir diesen. Woher soll die Straße das wissen? Ich bin bereit, den Kommunismus wieder aufzubauen. Woher soll die Straße das denn wissen? You keep saying things like, down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impale all people who have more than 25 real in their pocket, literally murder all human beings, regardless of their political beliefs. Was That fehlt kind of stuff. Fehlt alle Leute, die mehr als 25 Real in der Tasche haben? Naja, warte mal, das ist ja auch jetzt nicht so ganz wahr, liebe Rhetorik. Ich habe vielleicht ein paar links angehauchte Sachen gesagt, aber nicht so etwas. Oh yes, the mask of ambivalence. Don't deny it. You're about to rip it off and reveal the monstrous seven-eyed lamb of global communism that would devour and masticate mankind. Das monströse siebenäugige Lamm des weltweiten Kommunismus. Ah, das ist... Aber ich habe doch gar nicht im Buchladen gesagt, mein Name ist Krass Mosnov und ich überreiche diesen Buchladen dem Volk. Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? Also ich finde, meine Rhetorik ist ein bisschen aggressiv in ihrer Meinung mit dem, was ich denke. Was? Moment mal, kannst du mir erstmal erklären, worum es bei diesem Kommunismus überhaupt geht? Failure. It's about failure. Cool! Das ist ums Scheitern. Das ist klasse, das wollen wir auf jeden Fall machen. Yes. Abject failure. Total, irreversible defeat on all fronts. Absolutely vanquished. Beaten. Curb-stomped and pissed on. Until you came along. You will reverse the fortune of the workers of the world. Ich werde das Schicksal der Arbeiter auf der Welt ändern. Ich sehe das irgendwie nicht. You alone. Against every living thing. Against every human alive. 800 trillion real in the hands of an impossibly well-organized ruling class. Towering city blocks of bankmen who have the ears of prime ministers. Million-headed armies of nations and the love of your own mother. Die lieben meine eigene Mutter. Na super. Also irgendwie verkauft die Rhetorik mir das gerade nicht gut. Against the atom, the charm and the spin. Where the whole world failed. Matter failed to bend to human will. Human will failed to get out of bed and tie its laces. You alone, single-handedly, will rebuild the dreams of the working class. You are the last communist. Wo die Materie sich dem menschlichen Willen zu beugen geweigert hat, wo der menschliche Wille es nicht geschafft hat, aus dem Bett zu kommen und sich die Schnürsenkel zuzubinden. Dort wirst du allein, am Alleingang der Träume, den Träumen der Arbeiterklasse ein neues Leben einhauchen. Du bist der letzte Kommunist. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt, ich würde mich ja eher als gemäßigten Linken sehen. Now get to work, comrade. Und jetzt ans Werk, Genosse. Ach, schön. Du krempelst die Arme hoch und beginnst damit, den Kommunismus zu errichten. Du bist dabei. Das ist zu anstrengend. Dazu habe ich nicht das Zeug. Ich bin dir geschlagen gebrochen. Du bist raus. Very well. I guess no one will build communism then. Tell the working man it's over. Unless anyone has objections.
No objections. It's mathematically impossible to achieve a classless society. Everyone knows this. Die Logik meint auch, das ist eine doofe Idee. Anyone? Anyone else? There's no one. Okay then. Lie down and let the water carry you downstream. Leb wohl, Kommunismus. Du schließt diesen Gedanken ab. Also sehr krass, mach's mal ran, wird's wohl nicht. Aber wir hätten es geschafft, ohne gleich die ganzen dicken Sprüche rauszuhauen. Aber das erinnert mich nicht daran, die auch weiterzufällen. Judy, das war also der Lastwagenfahrer. Wie denn 20 Minuten mit dem ganzen Staub verbracht? Naja, mehr dazu beim nächsten Mal.